Ja, manchmal hat man ja so eine Idee. Und im Kopf fühlt die sich ja auch perfekt an. Ich wollte eine mobile Sauna. Autark, leise. Und meine Idee war, das Ding mit Akku zu betreiben statt mit Feuer. Also kein Rauch, kein Holz, kein Anzünder, kein Schornstein, kein nasses Holz. Einfach Stecker rein und los. Ja, genau so war meine Idee. Und genau deshalb haben wir mal einen Test gemacht, ob das überhaupt funktioniert. Im ersten Video haben wir euch unsere Sauna-Idee gezeigt. Der Raum, die Größe, der Trailer, die Vision. Im zweiten Video dann der Praxistest. Eine Powerstation mit 2400 Watt Wechselrichter und einen 2,3 Kilowatt Saunaofen. Meine Idee war, ähnlich wie bei einer Thermoskanne und im Teelicht, wenn die Sauna ordentlich gedämmt ist, dann reicht mir auch eine kleine Energiequelle, um das Ding heiß zu kriegen. Und der Test funktionierte ja auch, also Ofen lief, der Saunadraht glühte und alles lief soweit ganz gut. Aber das fühlte sich irgendwie nicht nach einer runden Lösung an. Der Akku lief die ganze Zeit auf Volllast, die Anzeige fiel sichtbar. Der Wechselrichter, der war ständig unter Last. Und die Lüfter, die liefen kontinuierlich und das auch ganz schön laut. Ja, und dann kam die Frage auf, ist das wirklich eine Basis, auf der man eine komplette Sauna bauen will? Oder ist das nur ein Beweis, dass es theoretisch irgendwie geht, aber praktisch ja irgendwie dann doch gar keinen Sinn macht? Ja, und dann kamen noch eure Kommentare. Erstmal vielen Dank dafür. Vielen Dank für eure Unterstützung. Das hat mir wirklich viel gebracht. Also viele von euch haben sofort geschrieben, der Ofen ist zu klein, die Leistung reicht nicht. So wird das doch nie eine echte Sauna. Ja, was soll ich sagen? Ihr hattet natürlich absolut recht. Denn im Saunabau, da gibt es eine klare Faustformel. Pro Kubikmeter Saunaraum braucht man ungefähr 1 Kilowatt Ofenleistung. Unsere Sauna hat rund 6 Kubikmeter Volumen. Das heißt, eigentlich bräuchten wir einen Saunaofen von 6 kW. Wir haben aber mit 2,3 kW getestet, also mit deutlich weniger als der Hälfte. Ja, und dabei muss ich nochmal ein ganz fettes Dankeschön an Camper Marv raushauen. Du weißt, Minjung, vielen Dank. Nicht nur, dass du geschrieben hast, wir sollen den ganzen Plunder zurückschicken, sondern auch vielen Dank fürs Teilen des Links zu dem Video von Elias und Alina. Klasse Video zum Saunabau. Ich verlinke das unten mal. Und jetzt nun mal Butter bei die Fische, ne? Ein Ofen in der 6 Kilowatt Klasse, der läuft eigentlich nicht mehr sinnvoll auf 230 Volt. Sondern bei so einem Teil brauchst du schon 400 Volt Drehstrom. Also 3 Phasen. Und das auf Dauerlast. Und du brauchst dann auch nochmal eine andere Absicherung. Also wer das denn wirklich mit Akku betreiben will, der braucht auf jeden Fall schon mal einen starken Wechselrichter, der auch 400 Volt Drehstrom erzeugen kann. Der diese 6 kW nicht nur kurz, sondern stundenlang liefern kann. Und eine Batterie, die Energie auch hergibt. Und wenn man das mal ehrlich zusammenrechnet, ne, einen 6 kW Ofen für etwa 3 Stunden Saunabetrieb bedeutet rund 18 Kilowattstunden Energie. Ich habe dann also Notstromspeicher vor der Tür. Und Akkupakete in der Größe sind eher Akkupakete von E-Autos. Die haben ein Gewicht von ungefähr 150 bis 250 Kilogramm. Die musst du erstmal dazu rechnen. Und dann kommen ja noch die Kosten, also Akkus in der Größenordnung, die kosten mehrere tausend Euro. Und erst der Wechselrichter. Und dazu brauchst du auch noch Leistungselektronik, Kühlung, Absicherung, dicke Kabel und so weiter und so weiter. Und alles nur, um etwas nachzubauen, was einen Holzofen seit über 100 Jahren mit ein paar Scheiten Holz ganz entspannt erledigt. Versteht mich nicht falsch, ne? Das Thema Akku wäre extrem spannend, aber nicht für einen kleinen YouTuber. Das würde auf jeden Fall unser Budget sprengen. Und natürlich wäre es auch spannend, hier nach alternativen Möglichkeiten für die Energiegewinnung zu suchen. Aber wie gesagt, am Ende muss das Ding natürlich auch funktionieren. Ja, und da muss ich auch ständig dieses Bauchgefühl mit dir rumtragen. Also der Ofen läuft, der Wechselrichter brummt, der Lüfter heult und die Prozentanzeige, die zählt ständig runter. Alles ist am Limit. Also wenn, dann musst du da schon möglichst sogar ein bisschen mehr Bums reinbauen, dass es nicht am Limit läuft.
Also es fühlt sich alles andere nach entspannt an. Das fühlt sich eher nicht so nach Sauna an, sondern es fühlt sich eher nach einem schönen Labortest an. Wie kann ich eine Sauna mit Strom to go betreiben? Ja, und genau da kam halt der Wendepunkt, an dem ich gesagt habe, also bevor ich jetzt anfange, die komplette Sauna zu bauen, bevor wir jetzt Geld, Zeit und Gewicht festlegen, müssen wir ehrlich sein. Ist das wirklich eine Lösung, die auch langfristig hält und die sich so für uns umsetzen lässt? Oder bauen wir uns da gerade eine technisch beeindruckende, aber eigentlich unlogische Kompromisssauna? Ja, und dann schaust du natürlich auf die Alternative, also Holz, Feuer und direkte Energie. Und so ein Holzofen, der liefert natürlich problemlos 6, 8 oder 10 Kilowatt, stundenlang, ohne Elektronik, ohne Wechselrichter, ohne Prozentanzeige. Einfach Wärme, Physik, Sauna. Es ist halt einfach viel einfacher. Unser Test hat zwar funktioniert, aber er hat uns auch vor allem eins gezeigt. Akku ist spannend. Akku ist modern. Aber eine mobile Sauna mit Akku zu betreiben, das ist wohl eher unnötig schwer, kompliziert und teuer. Und weil diese Sauna kein Spielzeug sein soll, sondern eine echte Investition, haben wir gesagt, hey komm, lieber komplett umdenken, als später mit halber Lösung dann leben müssen. Lieber Feuer, das zuverlässig brennt, als Elektronik, die ständig am Limit läuft. Und natürlich auch viel fehleranfälliger ist. Eine Sauna, die so gebaut wird, wie Saunen seit Jahrzehnten funktionieren. Oh, ich mach nochmal so einen kleinen Eukalyptus-Mandelorange-Aufguss, okay? Mit echter Leistung, echter Hitze und echtem Feuer. Und genau auf diesem Weg würden wir euch gerne mitnehmen in den nächsten Videos. Ja, natürlich ist das erstmal ziemlich blöd, wenn man losläuft und dann irgendwann merkt, auf halber Strecke, irgendwie ist es ja doch die falsche Richtung. Vor allen Dingen, wenn man dann auf dem Weg dahin schon ordentlich Geld gelassen hat. Also wie gesagt, meine Lernkurve, die ist da leider sehr flach. Aber Scheitern gehört eben auch dazu. Und wir haben uns entschieden, euch hier auch alles zu zeigen. Also das, was gut läuft, ziemlich gerne, und natürlich auch das, was nicht so gut läuft. Ja, und ganz ehrlich, auch das, was sich im Nachhinein als teure und flache Lernkurve entpuppt. Ja, was haltet ihr davon? Könnt ihr das nachvollziehen, warum wir jetzt hier an der Stelle abbrechen, oder würdet ihr da irgendwie anders entscheiden? Also im Moment kommen ja auch noch ein paar andere Baustellen dazu. Zum Beispiel das Wetter ist ja momentan alles andere als ideal für so ein Projekt im Freien. Ja und ja, die Zeit läuft uns auch ein bisschen davon, denn im Februar, da wird es jetzt hier nochmal richtig spannend. Aber das seht ihr ja auf unserem YouTube-Kanal. Richtung Himmelblau. Also, Abo dalassen, Glocke drücken, ja und gern einen netten Kommentar schreiben. Kostet euch nichts, hilft uns aber enorm vom YouTube-Algorithmus ein bisschen mehr gesehen zu werden. Denn am Ende machen wir diese Videos natürlich vor allem für euch.